Hallöchen ihr Lieben und willkommen zu dieser hübschen Anleitung und zwar einem Seelenwärmer. Und dazu benötigen wir zuallererst unsere Maße. Ihr müsst euch im Klaren sein, möchtet ihr eher ein Kurzjäckchen haben, eine Jacke, die auf Taille fällt oder einen langen Seelenwärmer, der bis unter den Po geht. Und das heißt, ihr messt vom Halsansatz einfach mal herunter, entweder für eine Kurzjacke bis auf Taillenhöhe, für eine normal lange Jacke bis auf Hüfthöhe oder aber für einen schönen langen kuscheligen Seelenwärmer bis unterm Po. Da könnt ihr euch dann aussuchen, welche Größe ihr davon nehmt. Als nächstes könnt ihr euch dann aussuchen, ob ihr von Elle zu Elle oder von Oberarm zu Oberarm das Ganze ausmesst, denn der Seelenwärmer wird ja später so gefalten, dass er wie so eine Art Flügel bekommt, wie von einem Fledermauspullover. Ich habe mich hier dazu entschieden, von Elle zu Elle rüber zu messen und vom Halsansatz auf halbe Höhe. Meine Fläche bei Größe M wird also 80 mal 80 sein. Ich werde versuchen, somit ein Rechteck bzw. ein Quadrat zu häkeln in der Größe 80 mal 80. 80er Länge und 80 Länge meiner Armspannweite. Aber wie gesagt, es ist die Spannweite. Macht eure Arme auseinander, lasst euch vermessen oder ihr könnt auch einen gut sitzenden Pullover nehmen, diesen anziehen, euch Tesafilm links und rechts beispielsweise von Elle zu Elle markieren, ausziehen, vor euch hinlegen und nachmessen. Auch eine relativ einfache Variante, wenn man alleine ist. So, wir schlagen jetzt gleich eine Kette an auf unsere errechnete Maße. Und wenn wir das haben, zählen wir die einmal durch und die Maschenanzahl sollte teilbar durch 10 plus 5 sein. Für meinen Seelenwärmer beginne ich mit einer Basisreihe und Stäbchen. Das Ganze häkle ich mit einem Fußschlingenanschlag. Ihr könnt selbstverständlich auch mit einer Luftmaschenkette beginnen und Stäbchen zu rückhäkeln. Dann allerdings nehmt eine halbe Nadelstärke höher, damit die Luftmaschenkette schön elastisch bleibt. Einmal die Kette anschlagen, durchzählen, teilbar durch 10 plus 5 Maschen mehr und dann mit eurer ursprünglichen Nadel für den Hauptteil, bei mir Nadelstärke 4, dann die Stäbchen häkeln. Alle anderen können mit mir nun die Stäbchen mit einem Fußschlingenanschlag häkeln, spart euch somit Hin- und Rückreihe und habt ein ziemlich genaues Ergebnis. Für den Fußschlingenanschlag beginne ich mit 3 Luftmaschen, mache einen Umschlag und gehe vorzugsweise in die untere einzelne Schlaufe der ersten Masche hinein, hole den Faden durch, lege den Daumen hier unten auf die Luftmaschenkette, damit ich alle 3 Schlaufen auf gemeinsame Höhe ziehen kann. Häkel erst eine Masche ab, das ist der Boden, auf dem das Stäbchen steht, und dann durch 2 und durch 2, wie man es für ein Stäbchen kennt. Danach könnt ihr das Ganze einmal hier unten zuziehen und habt optisch einmal die Steigeluftmaschen und euer erstes Stäbchen gehäkelt. Als nächstes machen wir einen Umschlag und dann sehen wir, dass hier unten sich eine komplette Masche gebildet hat. Die nehmen wir auch komplett auf, das heißt beide Schlaufen, holen wieder den Faden durch, halten alles mit dem Daumen einmal fest, ziehen die 3 Schlaufen auf gleiche Höhe, auch hier wieder erst durch eine für den Boden, auf dem das Stäbchen steht, und dann durch 2 und durch 2, wie man es für ein Stäbchen kennt. Umschlag, nächste gebildete Masche, Faden holen, durchziehen, alle 3 Schlaufen auf gleiche Höhe, durch eine für den Boden und durch 2 und durch 2, wie man es für ein Stäbchen kennt. Nächste gebildete Masche, alle 3 Schlaufen auf gleiche Höhe, durch eine, durch 2 und durch 2.
Und wenn man das Ganze einmal drauf hat, dann geht es super schnell. Ihr spart euch Hin- und Rückreihe und habt eine schöne elastische Kette. Und die elastische Kette, die entsteht dadurch, dass ihr immer die 3 Schlaufen schön auf gleiche Höhe zieht, damit keine Spannung auf den Rand entsteht und dann eure Masche abhäkelt. Ich werde jetzt meine Kette dann soweit anschlagen, bis ich auf meine 80 cm komme und ihr entsprechend auf eure Maße, und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Zurück nach 115 Stäbchen habe ich meine 80 cm dann soweit erreicht. Die Maschenanzahl ist teilbar durch 10 und plus 5 Stäbchen mehr. Reihe 1 beginnt mit 3 Steigeluftmaschen. Und wir benötigen am Anfang 5 Stäbchen. Die Steigeluftmaschen zählen schon bereits als erstes Stäbchen. Steigeluftmaschen bleiben über Steigeluftmaschen. Und wir häkeln über die nächsten 4 Maschen jeweils ein Stäbchen hinzu, sodass wir optisch unsere 5 Stäbchen haben. Als nächstes machen wir einen Umschlag, lassen 2 Maschen frei, stechen in die dritte ein und häkeln dort ein Stäbchen hinein. Danach kommen 3 Luftmaschen, einen Umschlag und in die gleiche Einstichstelle nochmal ein Stäbchen und erzeugen somit ein großes V. Umschlag, wieder 2 Maschen freilassen und ab der dritten 5 Stäbchen häkeln. Danach einen Umschlag, wieder 2 Maschen freilassen und in die dritte ein Stäbchen. 3 Luftmaschen, Umschlag und in die gleiche Einstichstelle wieder ein Stäbchen, um ein großes V zu erzeugen. Umschlag, 2 Maschen freilassen und ab der dritten 5 Stäbchen häkeln. Und so häkeln wir nun die ganze Reihe immer im Wechsel. 5 Stäbchen, ein großes V, 5 Stäbchen, ein großes V. Dabei bleiben am Anfang und am Ende immer 2 Maschen frei und zwischen dem V kommen 3 Luftmaschen. Als nächstes machen wir wieder einen Umschlag, 2 freilassen, in das dritte ein Stäbchen, 3 Luftmaschen und in die gleiche Einstichstelle ein Stäbchen, 2 Maschen freilassen und ab der dritten Masche 5 Stäbchen häkeln und so nun bis zum Ende. Und am Ende der Reihe müsstet ihr dann so auskommen, dass ihr nur noch eure letzten 5 Stäbchen häkelt. Dabei häkelt ihr dann das letzte Stäbchen in der zweiten Steigeluftmasche von unten angezählt hinein und beendet somit die Reihe und habt einen schönen geraden Abschluss. Das war Reihe 1. Kommen wir zur Reihe 2. Reihe 2 beginnt wieder mit 3 Steigeluftmaschen, die als erstes Stäbchen zählen. Steigeluftmaschen bleiben über Steigeluftmaschen und häkeln über die nächsten 4 Stäbchen jeweils ein Stäbchen. Nachdem wir das dann haben, kommen wir zum großen V. Wir machen 2 Luftmaschen und häkeln in die mittlere Masche des Vs eine feste Masche.
Dann wieder 2 Luftmaschen und über jedes der 5 Stäbchen ein Stäbchen häkeln. Und dann sollte es so aussehen. 5 Stäbchen, 2 Luftmaschen, eine feste Masche in die Mitte des Vs, 2 Luftmaschen und wieder 5 Stäbchen. Und so wird auch wieder die ganze Zeit im Wechsel gehäkelt, 2 Luftmaschen und in die Mitte des Vs in die Luftmaschenkette einstechen und eine feste Masche häkeln. 2 Luftmaschen und wieder die nächsten 5 Stäbchen mit 5 Stäbchen behäkeln. Bei dem V ist immer wichtig, dass wir auch wirklich mit der festen Masche in die Kette einstechen, also 2 Luftmaschen, und dann in die mittlere Masche der Kette dann die feste Masche häkeln. Sonst würde das Ganze auf Dauer sich verschieben und diesen kleinen Kristall, dieses Quadrat, was sich dort bildet, würde nicht so gut zur Geltung kommen. Daher nicht um die Luftmaschenkette häkeln, sondern immer in die mittlere Masche. Dann wieder 2 Luftmaschen und über die nächsten 5 Stäbchen jeweils ein Stäbchen und so nun dann die ganze Reihe bis zum Ende. 5 Stäbchen, 2 Luftmaschen, eine feste Masche in die Mitte des Vs und dann wieder 2 Luftmaschen und 5 Stäbchen. Und am Ende der Reihe wieder über jedes Stäbchen ein Stäbchen und wir beenden das Ganze, indem wir das letzte Stäbchen in der zweiten Steigeluftmasche von unten angezählt einstechen und abhäkeln und haben somit auch wieder einen schönen geraden Abschluss und Reihe 2 beendet. Kommen wir zur Reihe 3. In Reihe 3 müssen wir nun das Ganze verschieben und dieses Muster nach hier setzen und die Zuhenstäbchen über das Muster setzen. Das machen wir, indem wir 3 Steigeluftmaschen für ein Stäbchen häkeln und direkt anfangen, indem wir die Steigeluftmaschen zählen als erstes Stäbchen, diese freilassen und das nächste Stäbchen danach und somit in das dritte Stäbchen einstechen, ein Stäbchen häkeln, 3 Luftmaschen und ein Stäbchen in die gleiche Einstichstelle. Anfänger sollten sich jetzt nun in die Steigeluftmaschen der zweiten Masche von unten angezählt einen Marker setzen, damit ihr auf dem Rückweg wisst, wo ihr dann die letzte Masche hineinsetzen müsst. Es folgen dann wieder die 5 Stäbchen und diese häkeln wir um die Kette herum, 2 Stück, ein Stäbchen in die feste Masche und wieder 2 Stäbchen einfach um die Kette häkeln. Dann wieder zu unserem Muster, einen Umschlag, das erste und das zweite Stäbchen freilassen, ins dritte einstechen, ein Stäbchen häkeln, 3 Luftmaschen und nochmal ein Stäbchen in die gleiche Einstichstelle. Es folgen wieder 5 Stäbchen, indem wir 2 um die Kette häkeln, 1 in die feste Masche und 2 um die Kette herum. Danach wieder ein großes V, erstes und zweites Stäbchen freilassen, in das mittlere fünfte ein Stäbchen häkeln, 3 Luftmaschen und ein Stäbchen in die gleiche Einstichstelle. Es folgen wieder die nächsten 5 Stäbchen, indem wir 2 um die Kette herum häkeln, 1 in die feste Masche, 2
um die Kette herum. Und auch so häkeln wir jetzt immer im Wechsel bis zum Ende der Reihe. Und am Ende der Reihe müssen wir auch hier das Muster einfügen, indem wir das erste und das zweite Stäbchen freilassen, ins dritte ein Stäbchen häkeln, 3 Luftmaschen und ein Stäbchen in die gleiche Einstichstelle und zum Schluss mit einem Endstäbchen eingestochen in der zweiten Luftmasche von unten angezählt die Reihe beenden. Und dann haben wir auch Anfang und Ende gleich und haben somit Reihe 3 fertig. Kommen wir zu Reihe 4. Reihe 4 beginnt wieder mit 3 Steigeluftmaschen und nochmal zusätzlich 2 Luftmaschen zum Rüberkommen. Danach häkeln wir in das große V in die Kette in die mittlere Masche eine feste Masche, 2 Luftmaschen und dann wieder über die 5 Stäbchen jeweils ein Stäbchen. Anfänger sollten sich auch hier einen Maschenmarkierer in der zweiten Luftmasche von unten angezählt in den Steigeluftmaschen hineinstecken, damit ihr auf dem Rückweg seht, wo ihr die letzte Masche bzw. das letzte Stäbchen einfügen müsst. Danach kommen wieder 2 Luftmaschen in die mittlere Masche des Vs, eine feste Masche, 2 Luftmaschen und über jedes der 5 Stäbchen ein Stäbchen. Zwei Luftmaschen in die Mitte des Vs, in die mittlere Masche, einstechen und eine feste Masche häkeln, 2 Luftmaschen und über jedes Stäbchen ein Stäbchen und so dann immer im Wechsel bis zum Ende der Reihe. Und am Ende 2 Luftmaschen in die mittlere Masche des Vs, eine feste Masche, 2 Luftmaschen und so wie am Anfang einen Umschlag und in die zweite Steigeluftmasche von unten angezählt einstechen und mit einem Stäbchen die Reihe beenden. Und somit haben wir dann Reihe 4 bereits fertig. Kommen wir zur 5. und letzten Reihe. Hier verschieben wir wieder das Muster und häkeln somit Reihe 1 und 2, indem wir 3 Steigeluftmaschen häkeln. Allerdings nur ein Stäbchen um die Kette herum, danach ein Stäbchen in die feste Masche und 2 Stäbchen um die Kette herum, um optisch unsere 5 Stäbchen wieder am Anfang zu haben. Anfänger setzen sich auch hier wieder in der zweiten Steigeluftmasche von unten angezählt den Marker, um dort auf dem Rückweg einzustechen. Als nächstes folgt dann wieder das große V, indem wir in das mittlere Stäbchen der 5 einstechen und ein Stäbchen häkeln, 3 Luftmaschen und ein Stäbchen. Danach geht es weiter wie gehabt, 2 Stäbchen um die Kette, ein Stäbchen in die feste Masche und 2 Stäbchen um die Kette. Also auch hier ist nur der Anfang etwas anders, dass ihr ein Stäbchen nur um die erste Kette häkeln müsst, da ihr ja durch die Steigeluftmaschen bereits euer erstes Stäbchen gehäkelt habt. Und hier geht es jetzt weiter bis zum Ende immer im Wechsel, so wie ihr es kennt, immer ein V häkeln und danach eure 5 Stäbchen. Und am Ende der Reihe das gleiche wie am Anfang, 2 Stäbchen um die Kette herum, ein Stäbchen in die feste Masche, ein Stäbchen um die Kette herum und das letzte zweite Stäbchen kommt in der zweiten Steigeluftmasche von unten angezählt hinein und beenden somit
Reihe 5. So ihr Lieben, ab hier häkelt ihr nun Reihe für Reihe, so wie ihr es gelernt habt. Wir müssen hier jetzt gleich wieder mit 5 Stäbchen anfangen. 2 Luftmaschen, eine feste Masche in das V, 2 Luftmaschen und wieder Stäbchen über Stäbchen. Danach verschiebt ihr das ganze Muster wieder und häkelt dann Reihe 3 und 4. Danach wieder verschieben und Reihe 1 und 2 häkeln. Ihr häkelt dies Reihe für Reihe und bekommt auf Masse ein wunderschönes Muster. Ich hatte ja gesagt, dass ich eine Fläche von 80 x 80 häkeln muss. Das heißt, ich werde jetzt erst einmal meine Fläche bis auf 80 cm hochhäkeln, nehme euch dabei selbstverständlich mit und dann sehen wir uns, wenn ich soweit bin. Bis dann! Zurück, ihr Lieben, nach 50 Reihen im Muster, 51 mit meiner anfänglichen Stäbchenreihe, häkle ich nun eine 52. Reihe, nämlich auch nochmal eine reine Stäbchenreihe dran, sodass ich Anfang und Ende gleich habe, somit oben und unten eine Stäbchenreihe sich befindet. Und wenn ich das dann habe, dann kommen wir zum nächsten Part. Und zwar zum Zusammenlegen, Zusammennähen oder Verhäkeln. Das kann dann jeder machen, wie er möchte. Und zu unserer Ärmelhöhe. Bis gleich. Als nächstes nehmen wir unser Häkelstück und legen die Stäbchenreihe auf die Stäbchenreihe. So. Streichen das Ganze glatt. Und gehen hier oben an der geschlossenen Seite hin und messen einmal unsere Ärmelhöhe, die wir haben möchten, ab. Ich habe mich hier für 15 cm entschieden. Normalerweise wäre ich so bei 18 bis 20 bei einer normalen Ärmelhöhe bei der Schulter. Da der Seelenwärmer aber sehr weit auseinander geht und ich ja ungefähr Höhe L liege, brauche ich hier nicht so viel und habe mich für 15 cm entschieden. Das Ganze markiere ich mir hier, zähle die Reihen natürlich auf beiden Seiten einmal aus, dass auch schön alles gleich ist. Dasselbe dann auch auf der anderen Seite. Und dann kommen wir zum nächsten Part. Zurück, nachdem ich dann beide Seiten markiert habe, legen wir das Ganze nochmal aufeinander und schauen, dass auch wirklich alles gleich ist. Ich habe von der offenen Seite an, von unten angezählt, 15 Reihen nach oben abgezählt und markiert. Der Rest ist dann Ärmelaussparung. Und dann kommen wir als nächstes zum Vernähen. Kommen wir zum Vernähen. Ihr könnt das Ganze natürlich auch zuhäkeln. Das kann jeder machen, wie er möchte. Ich werde das Ganze hier allerdings zunähen und zwar mit dem Kautstich. Dafür habe ich mir meine Wolle genommen, habe diese doppelt genommen. Steche unten an der Spitze ein und fixiere mir erst einmal den Faden. Dazu habe ich unten am Ende ein Knötchen dran und vernähe das Ganze nun mit dem Couchstich. Dazu gehe ich immer einen halben Zentimeter am hinteren Häkelstück durch die Masche, was ungefähr auch eine Maschenbreite ist. Dann lege ich den Faden über und steche in Höhe des Fadens wieder einen halben Zentimeter zur Seite ein. Faden wieder nach hinten überlegen und in Höhe des Fadens wieder einen halben Zentimeter einstechen. Rüber und einstechen. So, dabei darauf achten, dass ihr das hier nicht zu sehr zusammenzieht. Und dann können wir immer so im Wechsel hin und her das Ganze im Couchstich zunähen bis hoch zu unseren Markern. Das Ganze auf beiden Seiten, was recht schnell geht, da hier keine besonders große Fläche vernäht werden muss. Und dann haben wir somit auch schon unsere Ärmelaussparung soweit fertig. Und warum ich mich hier für den Couchstich entschieden habe: dieser
bildet eine wunderschöne flache Naht, ohne eine Wulst zu bilden, und das sowohl innen als auch außen. Einfach nur wunderschön und glatt. Wenn man sich schon so viel Mühe gibt, dann sollte man das bisschen Geduld, finde ich, auch noch aufbringen. Aber ihr könnt auch das Ganze verhäkeln, wenn euch das nicht stört. So, ich werde das jetzt auf beiden Seiten machen. Und wenn ich dann soweit bin, dann zeige ich euch das Ergebnis. Bis gleich. Und so sieht das Ganze aus, nachdem ich beide Seiten vernäht habe. Und so sieht das Ganze am Rücken aus. Die Größe ist perfekt. Ich hatte mich ja für die mittlere Länge entschieden, denn ihr dürft euch auch hier jetzt nicht täuschen lassen. Es kommt ja auch noch ein breiter Ribbündchenrand im Innenradius und an den Ärmeln hinzu. Und daher wird auch jetzt dem einen oder anderen die Frage höchstwahrscheinlich beantwortet, warum ich mit einer Reihe Stäbchen angefangen habe und eine Reihe Stäbchen geendet habe. Ich habe dadurch jetzt automatisch hier schon meine erste Reihe Stäbchen und kann direkt mit dem Bündchen beginnen und muss nicht erst alle Stäbchen einmal ringsherum verteilen. Zurück, ihr Lieben. So sieht das Ganze aus, so wird es angezogen. Müssen wir uns nun noch zwei Aufgaben stellen. Einmal hier den Rand links und rechts an den Ärmeln. Da mache ich einfach nur einen schlichten Ribbündchenrand dran. Die größte Mammutaufgabe und vor allen Dingen letzte Aufgabe ist nun der Innenradius. Und da gibt es mehrere Varianten. Die erste Variante, die fällt für mich persönlich immer direkt weg. Ich sage euch auch warum. Und zwar ist es, einen schmalen Rand zu häkeln und ein Gummiband durchzuziehen. Ich persönlich finde es nicht so gut, denn wenn sich der Rand auseinanderzieht, sieht man dieses Gummiband immer und immer wieder durchblitzen, auch wenn man die richtige Farbe gewählt hat. Die zweite Variante ist, dass ihr einfach einen glatten Rand häkelt auf die Breite, die ihr für euch haben möchtet. Also der Innenradius, den kann man individuell anpassen. Ihr braucht etwas, was das Ganze zusammenzieht, damit der Seelenwärmer euch nicht von den Schultern rutscht. Hier ist allerdings dann das Problem, dass ihr starke Abnahmen, am besten hier, wo die Naht sitzt, macht und in jeder Reihe die Richtung wechseln solltet, damit auch die Naht schön in der Mitte bleibt und hiermit übereinstimmt. Da ich diese Anleitung allerdings leicht gehalten habe, werde ich mich hier, finde ich persönlich, auch am schönsten für einen Ribbündchenrand entscheiden, und den kann man ja auch individuell gestalten. Ihr könnt ein Reliefstäbchen nach vorne, eins nach hinten machen oder zwei nach vorne, zwei nach hinten, drei nach vorne, drei nach hinten, oder wie so ein Schachbrettmuster, 4 nach vorne, 4 nach hinten. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt und vor allen Dingen sieht es einfach nur am Ende wunderschön aus, hat den gleichen Effekt wie ein Gummizug und bleibt vor allen Dingen da sitzen, wo er sitzen soll. Mein Bündchen beginne ich vorzugsweise an einer der beiden Nahtstellen vorne. Auch wenn ich hier Anfang und Ende immer sehr gut verstecken kann, da sich das Ganze schön zusammenzieht. Ich fixiere wieder meinen Faden, mache nur 2 Luftmaschen. Dies zählt zu diesem, also Steigeluftmaschen bleiben dann über Steigeluftmaschen. Und nehme mir das nächste Stäbchen, vorher einen Umschlag, gehe um das Stäbchen herum, ziehe mir das nach vorne und häkle ein Stäbchen ab und habe somit mein erstes Reliefstäbchen. Umschlag. Danach gehe ich mit der Nadel von hinten um das nächste Stäbchen herum und häkle dort ein Stäbchen ab. So habe ich ein Reliefstäbchen nach hinten. Das nächste wieder von vorne drum herum häkeln und das nächste von hinten drum herum häkeln. Und hier zeigt sich, dass es viel Mühe erspart hat, direkt am Anfang eine Stäbchenreihe schon gehäkelt zu haben. Denn somit habe ich direkt die Basis für mein Bündchen geschaffen und spare mir viel Zeit und viele Maschen verteilen. So sieht es dann aus. Der Vorteil bei ein Reliefstäbchen nach hinten und eins nach vorne ist, es zieht sich sehr stark in kürzester Zeit schon zusammen. Ganz besonders gut geeignet für die, die nicht so ein breites Bündchen haben. So, und dann häkel ich das Ganze jetzt einmal rum und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Und nachdem ich einmal rum bin,
nehme ich mir meine Anfangsmasche und schließe in der zweiten Masche von unten angezählt mit einer Kettmasche. Häkel wieder 2 Luftmaschen hinzu, Steigeluftmaschen bleiben über Steigeluftmaschen. Häkel jetzt wie gehabt die Reliefstäbchen, die nach vorne zeigen, nach vorne ab und die Reliefstäbchen, die nach hinten zeigen, nach hinten ab. Nach vorne und die nach hinten zeigen, nach hinten. Und umso mehr Reihen ihr dazu häkelt, könnt ihr immer mal die Reliefstäbchen so ein bisschen ziehen. Die setzen sich dann noch und das Muster kommt noch besser zur Geltung. Ich werde also jetzt mein Bündchen Reihe für Reihe so weiter häkeln, bis dieses fertig ist. Das gleiche Bündchen werde ich dann auch bei den Ärmeln verteilen. Hier können wir auch wieder erst eine Reihe Stäbchen verteilen. Über die Lochmuster kommen 5 Stäbchen, jeweils 2 immer um die Kette, 1 in die feste Masche. Und bei den liegenden Stäbchen kommen immer 2 um ein liegendes Stäbchen und ein Stäbchen in die Mittelnaht, sodass wir auch hier immer 5 drüber haben. Also hier 5 und da 5. So können wir dann die erste Stäbchenreihe verteilen. Das gleiche auch am anderen Arm und müssten somit ohne großartiges Zählen auf beiden Seiten die gleiche Maschenanzahl haben und können dann auch wie beim großen Bündchen unsere Reliefstäbchen verteilen. Ich werde jetzt Reihe für Reihe so weiter häkeln und dann zeige ich euch nur noch das Endergebnis. Bis gleich. Nach 5 Reihen im Innenradius und 5 Reihen an den Ärmeln ist mein Bolero-Jäckchen Seelenwärmer soweit fertig. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung dazulassen, wie immer ganz, ganz wichtig. Kanal abonnieren ist kostenlos, Glöckchen drücken und kein Video mehr verpassen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachwerkeln. Lasst die Nadeln glühen und ich hoffe, wir hören uns zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.